I'm definitely really glad that I chose liposuction over the other options that are available because it was a one-time procedure. It was so quick. Hallo liebe Beauty Freunde, hier ist eure Dr. Nicole David. Ich habe ein super spannendes Video für euch vorbereitet und zwar geht es um das Thema, wie kann ich mein Doppelkinn entfernen? Und ihr werdet 3 Methoden sehen, richtig spannend. Irgendeine dieser Methoden ist sicherlich für euch die richtige. Bleibt dran, es geht gleich spannend weiter. Wir gucken mal rein. I have not always had a double chin. It's hereditary and it happens with age. Mal ganz schnell vorneweg, also Doppelkinn heißt nicht, wir sind dick. Doppelkinn kommt auch bei streichholzdünnen Menschen, je älter sie werden, weil das ganze Gewebe im Gesicht rutscht ja der Schwerkraft folgend nach unten. Über gewisse Haltebänder kann es nicht drüber rutschen, deswegen kriegen wir hier so unsere Hängebäckchen und direkt hier zentral sammelt sich ein Fettfropf durch runtergerutschtes Gewebe. Egal wie dünn, wie dick ich bin, das kommt. Oder nächste Möglichkeit, wir haben dieses Doppelkinn schon angeboren. Das sind eigentlich diese 2 Varianten. Natürlich, wenn ich jeden Tag eine Tüte Chips esse, futter ich mir das auch an, aber dann habe ich es nicht nur da, dann habe ich es überall. So my mother and her 4 sisters, they all have a little bit of fat under the chin. I know what I'm kind of destined to if I don't do anything about it. In my family, after 40, the women end up with a little bit of extra under the chin, so I knew grandma and mom had it. I kind of always have had a double chin. I've always had a little bit of fat under my chin and it's something I'm a little bit self-conscious about. But it does. Also die erste hat schon erzählt, dass in ihrer Familie alle Frauen ab 40 das Problem haben. Ihr erinnert euch, habe ich vorhin erzählt, je älter wir werden, umso normaler wird das. Und jetzt die zweite jüngere Dame, sie sagt, das fing so an seit der Pubertät. Also schon irgendwas genetisch Bedingtes, weil die wirkt auf mich wirklich sehr, sehr schlank. Probably I noticed the double chin when I turned 30 and it's just been bothering me since then. Und bei dieser Dame, echt eine bildhübsche Dame auch, sie ist jetzt nicht streichholzdünn, sie ist so, sag ich mal, ein bisschen fülliger, also nicht dick, sondern einfach nur ein bisschen fülliger. Und bei ihr fing es so mit 30 an. So there's several options for having a double chin. Things that you can do in the office would be liposuction under local, or you could use Kybella or do something more like a cool sculpting. Okay, das ist eine Frau Doktor und die hat uns jetzt 3 Wege erzählt. Die sind alle richtig, wie man sein Doppelkinn bekämpfen kann. Erstens mit Kryolipolyse, zweitens mit der Fettwegspritze, drittens mit der operativen Absaugung, genannt Liposuktion. In unserer Praxis kombiniere ich die Kryolipolyse zusammen mit der Fettwegspritze. To me, I love the liposuction because I can really control it. It creates an irritation underneath the skin. Hier seht ihr die operative Absaugung, das wird lokal betäubt und dann mit speziellen Kanülen nach vorherigem Einbringen von so einer sogenannten Tumeszenzlösung wird das Fett dann abgesaugt. So that you get a skin tightening, unlike the other procedures. So I chose liposuction as opposed to Kybella or CoolSculpt because it's a definitive procedure, it's minimally invasive. I have to get back to work as quickly as possible. So this is a kind of one-time procedure with the least amount of downtime. I've heard about CoolSculpt on TV and I really wanted to see if it would work on me. I think Kybella and liposuction are a little too invasive and this is not. Cool sculpting has the advantage over Kybella or liposuction in that it is non-invasive, it's not painful, it's a very easy office procedure that you can get done in 45 minutes. You go home, there's no downtime, there's no pain, and certainly no discomfort. Liebe Frau Doktor, da kann ich nicht ganz zustimmen, weil Schmerz ist etwas Individuelles. Die Schmerzbahn von jedem Patienten funktioniert sogar tagesabhängig unterschiedlich. Wir kennen das alle von Zahnarztbesuchen. Und jede Procedure, also jedes Treatment wird unterschiedlich empfunden. Also die Kryolipolyse ist eigentlich auch mein privater Liebling für die Behandlung des Doppelkinns, aber trotzdem ist es so, dass vielleicht von 20 Patienten einer sagt, das hat mir wehgetan.
Ja, das ist jetzt nichts, was man nicht aushalten kann, ganz im Gegenteil. Wir wollen ja ein Ergebnis, also halten wir das auch aus. Aber dass sie sagt, man spürt gar nichts, das ist nicht richtig. Wir wollen schon hier mal schön Butter bei den Fisch, ne? Füße auf dem Boden lassen. Und es wird über alles offen gesprochen und wir klären über alles auch sorgfältig immer auf. I chose a procedure like Kybella because I'm very busy and, for example, I'm going to the airport immediately after this treatment. And if I were to have lipo, there's a significant amount of downtime and anesthesia involved, and this way I can just go about my normal life. Ihr seht ja diese eingezeichneten Punkte. An jedem dieser Punkte wird eine definierte Menge von der sogenannten Fettwegspritze injiziert. Und was sie sagt, no downtime, ehrlich, gerade mit der Fettwegspritze alleine, als alleiniges Treatment, hat man oft so einen Hals, als hätte man die Mumps aus den Kindheitstagen wieder. Und das geht dann auch nur mit Schal und Wickeln, Frolli etc. ein paar Tage. With Kybella, we're using an enzyme that's specifically formulated to break down fat cells or adipocytes in order to clear them from the area where they're not wanted. It's much better tolerated as far as pain. We've already gridded you out in order to stay away from the thyroid. I'm gonna not go as low as here. You will look worse before you look better. We are swollen afterwards. Die Frau Doktor hat es bestätigt. Sie wird erstmal schlechter aussehen wie jetzt und viel dickeren Hals, viel dickeres Kinn haben als vor der Spritze. Sie hat ihr gesagt, das finde ich gut. Man muss das so ehrlich sagen. Nur so kann der Patient entscheiden, welche der 3 Wege für ihn der richtige sind. Usually anywhere between 2 days and 2 weeks. So the way Kybella works is it's an enzyme that we all make naturally in our body, and we use that to break down dietary fat that we ingest. So we inject the medicine into that area and it breaks down or kills those fat cells. So you don't go into the grid, into those marks, because it can tattoo the skin. I'm going to mark out the area that I want to liposuck and the area that I really want to concentrate on. Then I'm going to add a numbing medicine called lidocaine. Next, I'm going to make 2 small incisions using an IV catheter. What's different about this liposuction is the cannula that I'm using is very, very small. So it's very well tolerated just using local anesthesia. I'm going to remove the fat. And once I remove that fat, Ja, habt ihr euch mal gefragt, wie das jetzt eigentlich funktioniert mit der Kryolipolyse? Also Fett ist sehr kälteempfindlich und die Zellen sterben den elenden Kältetod, die platzen. Das ist ein gezielter Zelltod. Auf schlau sagen wir dazu Apoptose. Dann wird der Zellschrott abtransportiert über ca. 2,5 bis 3 Monate über die Lymphbahnen, also Leber, Lymphe, Pipiwasser nach außen, ohne dass sich der Urin verfärbt oder sonstige Nebenwirkungen entstehen. Sehr biologisch, sehr sanft, sehr schonend und belastet 0,0 die Gesundheit. A lot of fat. You're going to sit here for 45 minutes like this. You shouldn't have any pain or any discomfort. I do feel like the machine is working. I can definitely feel it pulling my skin. Es sieht schon immer sehr ulkig aus, wenn man so da liegt und hat seine Vakuumisierung am Kinn, so ein bisschen so spacey Look. Auch mal schick. And getting cool. So I'm Snapchatting right now. Afterwards, we're going to massage you because it comes out, it looks a little bit like frozen butter. Wenn man das Vakuum dann abgenommen hat, steht die behandelte Haut über wie ein Stück Butter. Das ist wirklich so. Und dann kommt der wichtige Teil, es wird einmassiert und dann ist die Haut wieder komplett im Niveau, steht nicht mehr ab, ist keine Schwellung mehr zu sehen. Diese Massage ist leicht schmerzhaft, weil die kristallisierten Fette werden ja wieder aufgebrochen. Und das geht aber schnell vorbei. Das ist wirklich gut auszuhalten. So it's been 2.5 months and I'm feeling great. I definitely notice that it's much flatter. There's really no scar there, just a teeny little dot, if anything. so that now it's about 2.5 months later, and I think you can already see that most of the swelling is gone. Yeah. But it takes about 6 months until you're really going to get that skin tightening. I'm definitely really glad that I chose liposuction over the other options that are available because it was a one-time procedure. It was so quick. It's been 4 months since I've gotten my cool sculpt and I feel great. Recovery process was really easy. There was really no pain and no downtime. Okay, it looks really, really good. I think there's a tiny, tiny little bit of fat left.
And what I would do now is do a tiny bit of Kybella into the residual area here, and that will tighten up. I wasn't surprised by the results. It was pretty much what I expected. I would definitely do CoolSculpt again on my chin and other areas. It's been 6 months since my first treatment and 5 weeks since my last treatment, and I'm really excited. Aha, also sie, die die Spritzenvariante sich ausgesucht hat, ist natürlich zweimal hingegangen. Für Ungeduldige die Absaugung, sofort Ergebnis. Genauso wie bei der Kryolipolyse, da muss man ca. 2,5 bis 3 Monate warten, aber keine zweite Behandlung machen. About the results. So the first time I had it done, I had the most fat, so I had the most dramatic result after the injections. And I actually went straight to LaGuardia from my first treatment, and I had so much bullfrogging that I... Haha, also sie hatte das Mumps-Problem, was wir vorhin besprochen haben. Sie sah gruselig aus nach der Spritze. I had to wear like a fur wrap all the way around myself. I noticed a big change after my second treatment. It started looking really good. And then every treatment hurt less, recovered quicker, and looked better. Das finde ich toll. Die Bilder von vorne, wo man die Ladies richtig frontal sieht. Wenn ihr euch erinnert an die ersten Fotos, das finde ich super schön, kann man wirklich sehen, wie sich das im unteren Gesicht so konturierter jetzt darstellt. Auch bei den Ladies, die vielleicht ein bisschen mehr Speckchen auf den Rippen haben, sieht man einfach eine schmalere Silhouette. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Also ich finde es klasse. Ist ein Spitzenvideo und die Ladies sind auch happy mit den Ergebnissen. Toll. Jetzt müsst ihr nur entscheiden, was passt am besten von diesen Treatments in die Behandlung von eurem Doppelkinn. Ja, das war eine meiner Lieblingsthemen, die Fettauflösung, weil dieses Thema natürlich nach und nach weltweit an Bedeutung zunimmt. Das sehe ich ja auch selbst und ihr habt jetzt die verschiedenen Methoden gesehen. Überlegt selbst, welche für euch am besten ist. Ich bin mit allen Ergebnissen, die ich gesehen habe, sehr zufrieden und wir können diesbezüglich uns mal unterhalten. Schreibt Kommentare, gebt Anmerkungen, eure eigenen Erfahrungen vielleicht auch mal preis. Ich werde auch alles beantworten und wünsche euch bis dahin einen tollen Tag. Wir sehen uns bald beim nächsten Video.